Moinsen Leute, willkommen hier zu The Walking Dead Survivors und zwar in der Season X. Ja, passt auf, ich musste heute erstmal Stielaugen machen. Ja, Server 20.078 und Server 20.009, die kappeln sich gegenseitig. Also hier werden schon richtig viele Angriffe gefahren am ersten Tag der Season. Und ich bin der Meinung, ich habe irgendwo im Chat auch gelesen gehabt, da hat jemand vom Server 20.009 geschrieben, ist es nicht ein bisschen früh für Angriffe? Das habe ich mir aber auch gedacht. Ja, also meine Herren, also 20.078, die knallen ganz schön rein hier am ersten Tag. Ich habe für euch das kleine Highlight hier, und zwar wie Voldemort Max attackiert. Ja, wir gucken uns auch die Kampfberichte an. Ich wollte nur mal kurz sagen, also die Season fängt ja... Die ist heiß, ja, die fängt richtig gut an hier. Könnt ihr mal kurz hier angucken. Und zwar, hier steht Max, ja. Oh, er wird gerade angegriffen von so einem kleinen Spieler. Und hier steht Voldemort, ja. Und die beiden, ja, die haben sich heute schon ein bisschen, gegenseitig angegriffen. Und wie gesagt, wir werden uns noch Kampfberichte anschauen. Erstmal kommt das Gameplay, ja, die Angriffe von Voldemort auf Max. Und danach treffen wir uns wieder und besprechen mal die Kampfberichte. Alles klar, bis gleich. I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Señoritas going loco. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll. The world is mine like my name's Pacino. Hey, it's Nico, I guess I'm back. Catch me in the fast lane on the right track. And my shorty is a 10 like a dime bag. Got me feeling like a millie, check the price tag. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for pit stops. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, cause my style. No time for daydreams. All my brothers get money, we call it gangrene. Just another day, but our focus still on the same thing. Us against everyone else, I recommend you change teams. Who the hottest in the city? We the top two. You said your music was litty, but that is not true. Just being honest, you should really just stop, fool. Matter of fact, empty no pockets, give me that watch too. My mind is wicked, that's why I spit it so hostile. Freaky girls in the crib, it's like I live in a brothel. All I spit is Leviticus, but I'm not an apostle. My nuts hang low, long and they colossal. Black trader black, she messiah to the misfits. Run circles round these rappers till my shit splits. You a little late to the party, baby, I been lit. If you ain't on the friend list, you better mind your business. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for pit stops. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, cause my style. So, wir sind jetzt bei den Kampfberichten angelangt, ja, und meine Herren, also gut, ruhig Blut holt Ei. Also wir gucken uns erstmal den Kampfbericht an, Max gegen Voldemort, und wir sehen hier, dass die beiden natürlich ausgepowert sind, ja. Wir gucken mal, wer so noch ein bisschen besser sein könnte, und das schauen wir uns am besten gleich mal an. Okay, wir swipen einmal nach rechts, und zwar die erste Runde hat Voldemort gewonnen, und zwar sehen wir hier, okay, SWAT-Fahrzeug und SWAT-Fahrzeug sind beide identisch, beide sind auf Maximum. Bei den Hunden sind nicht beide identisch, ne, es kommt immer auf den Multiplikator an, aber sie sind beide auf einer Ebene. Ja, die Warcards, die sind eben auch identisch, ja, Alter, 7 Millionen, das ist echt krass. Wir haben hier einmal die Michonne. Michonne, also Max Michonne hat 905 Kills from Skills.
Voldemort 1423. Ja? Das ist echt enorm. Damage dealt ist IMAX hier ein bisschen besser. Ezekiel, Voldemort kann ein paar Truppen mehr mittragen bei Ezekiel als IMAX. Wir sehen das aber auch hier, dass die Buffs, Voldemort, du bist ja schon fast bei 2000%, ne? 1977%, nicht schlecht. IMAX hat 1953%. Puh, meine Fresse, das sind 1000% mehr, wie ich habe aktuell. Okay, Jesus ist fast genauso. Jetzt swipen wir aber mal nach rechts und schauen uns mal diesen Kampfbericht an. Und zwar hat hier IMAX gewonnen. So, wir schauen hier aber mal, wie viele Truppen hier jeder hatte. Weil, wie gesagt, das war die zweite Runde. Und ja, genau, wir sehen hier, dass Voldemort mit einer Formation gekämpft hat und IMAX mit 2. Ja, einmal mit seiner Ezekiel-Crew und einmal mit den Governor. Das heißt, Voldemort hat hier weniger Truppen gehabt, weil er ja die erste Runde schon gekämpft hatte. Ergo hat IMAX diese Runde gewonnen, weil er mehr Truppen hatte. Okay, wir schauen uns mal einen anderen Kampfbericht an. So, Freunde, wir haben hier einen weiteren Kampfbericht. Wieder IMAX gegen Voldemort. Und wir schauen uns das hier auch mal genauer an, weil IMAX wurde... Genau, hier war der Burak mit drin. Grüß dich, Burak. Ja, du bist jetzt endlich mal im Video. Du brennst zwar nicht, aber ist ja egal. Ja, grüß dich erstmal. Und zwar hast du gegen Voldemort die erste Runde verloren. Und wir schauen uns mal an, wie du so abgeschnitten hast. Okay, Burak, wir schauen mal hier. Dein SWAT-Fahrzeug ist natürlich auf Maximum. Da fehlt ein bisschen Power. So, die Warcards ist bei dir auch auf Maximum. Nicht schlecht. Ja? Und hier wird es interessant. Er hat Jesus an erster Stelle gesetzt, denn Ezekiel und Michonne an letzter Stelle. Das kann man so machen. Man muss ein bisschen switchen. Man muss sich den Gegner ja auch anpassen. Ja? Damage dealt ist Burak ein bisschen besser. So, wir swipen mal oder wischen nach unten. Okay, Voldemort mit seinen 1977% Angriff. Das ist echt Wahnsinn. Dann gehen wir mal nach rechts. Und zwar IMAX. Hier müsste es genau wieder so sein wie beim anderen Mal. Und zwar müsste Voldemort hier weniger Truppen haben. Ja, genau. Ne? Ihr seht hier, Voldemort wurde angegriffen. Und ja, er hat natürlich in der ersten Runde wieder Truppen verloren, sodass IMAX die zweite Runde gewinnen konnte. Ja? Diese Kampfberichte, die sagen, auch wenn jetzt weniger Truppen da sind, die sagen eigentlich das gleiche aus, als wenn beide mit vollen Truppen drin sind, weil die Prozente, die ändern sich dadurch nicht. Genau, die Prozentpunkte, die können wir hier sehen. Wir können nochmal auf die Attributenquelle gehen. Okay, IMAX hat vom Angriff her mehr Gebäudebuffs, ja, und Voldemort natürlich ein bisschen weniger. Gebäudebuffs oder saisonale Gebäude, wenn du die einnimmst, ne, die Coms oder was weiß ich was, die musst du schon einnehmen, ne? Oder das Türme bauen und zerstören. Wenn du da Erster bist, da hast du natürlich auch ein paar Buffs zusätzlich. Sind zwar immer nur kleine Prozentpunkte, aber die machen ja den Unterschied. Ne? Okay, bei der Warcard ist IMAX um 0,6% besser als Voldemort. Ne? 163,25 zu 163,19. Das ist echt knapp gewesen. Ja, okay. Gut, also wie gesagt, die Season hat gerade angefangen und es wird richtig heiß hier. Ich habe noch mehr Kampfberichte, ja. Aber es bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt alle Kampfberichte euch zeige. Wir heben uns noch was für die mittlere Season auf, weil wenn ich jetzt alles zeige, die werden noch kämpfen. Ja, das ist der erste Tag und hier war Rambazamba. Also, okay, gut, Leute. Wenn ihr was habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne eure Prophezeiung in die Kommentare reinschreiben. Wen meint ihr oder wer meint ihr gewinnt diese Season? Ja, 09 oder 78? Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und ja, ich würde mal sagen, ich verabschiede mich erstmal. Bis zum nächsten Mal, euer Sultai.